Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute gucken wir uns alle neuen Skins und Waffen und Rüstungen an vom neuen 1.5.5 Extension Update an. Da wurden einige richtig coole Skins hinzugefügt und da man die nicht so ganz ausführlich präsentiert bekommen hat in den Patch Notes, machen wir das jetzt noch. Wir fangen an, einfach von unten nach oben. Gehen hier die Umkleidekabine durch. Übrigens, wer die Umkleidekabine nicht kennt, geht auf Menü, Start, Helfer und dann Umkleideraum. Sofern ihr wisst, wie es heißt, könnt ihr euch hier alles angucken. Es ist in der Regel auch chronologisch. Die neuesten Sachen sind ganz unten, die ältesten ganz oben. Aber ja, random wird man da nie was Cooles finden. Also man muss dann irgendwann schon wissen, wie es heißt, sonst ist es die Nadel im Heuhaufen. Genau, wir fangen an mit dem Reonan Kaigas CS. Das ist im Endeffekt einfach der klassische Reonan, der Quest-NPC, aber eben in einer abgewandelten Form. Also das Design ist immer noch Reonan, aber eben auf, ja, bisschen Badass gemacht. Eben Kaigas so ein bisschen auch mit rein gebracht hier in das Design. Schwarz-Rot-Gold, was kann man da groß falsch machen? Ist eine Goated-Farbkombi. Und ja, sieht schon ziemlich cool aus. Ich persönlich finde den Umhang jetzt gar nicht so gut, weil der verdeckt halt doch relativ viel von der Rüstung auch. Aber ja, ist auf jeden Fall mal ein cooles anderes CS-Set. Und dazu passend, also farblich jetzt nicht erschrecken oder wundern, die Waffen und Rüstungen, also die Waffen und Schilde und so weiter, die sind farblich auf die Rüstung natürlich abgestimmt, weil im Endeffekt gehört es zusammen, also eigentlich nicht, das CS-Set ist das CS-Set und die Waffen sind die Waffen, aber man kann sich einzeln eintauschen, für Kaigas Chips 2 gibt es das beides und ja, ist aber schon eigentlich wahrscheinlich, also designtechnisch auf jeden Fall so gedacht, dass man es zusammen trägt. Deswegen auch die farbliche Abstimmung. Genau, die Waffen haben besondere Effekte. Das ist hier zu sehen. Ja, ich weiß nicht, ob das Leuchten, also ich meine, das ist jetzt der Umkleideraum, aber ich vermute, dass das Leuchten ist in-game auch so. Es ist ein bisschen desynced, ja, also das könnte man farblich, oder den Effekt müsste man so minimal nach oben noch ziehen, hier bei den Stuff und Wand. Aber, naja, ist jetzt minimal. Also würde mich persönlich jetzt, glaube ich, nicht so sehr stören. Ich spiele sowieso ohne Effekte. Aber, ja, genau. Der Bogen ist heftig. Das ist so ein riesiger Bogen, also wirklich gigantisch. Ganz anders als der originale Royal Bow. Der war nämlich gar nicht so groß tatsächlich. Dann hier haben wir so eine Kugel in dem Knuckle. Dann, das ist der Stick. Dann haben wir die Big Axe. Sieht auch sehr krass aus. Das ist auch wirklich eine riesige Waffe. Dann das Sword. Erinnert mich persönlich stark an Yggdrasils Sword, muss ich sagen. Also schon anders, aber farblich erinnert es mich sehr daran. Dann die Axe. Das ist auch ein Monstrum, wenn du davon 2 Stück trägst. Wir können mal beide ausrüsten. Also, das ist auch pervers einfach. Das ist heftig. Und dann natürlich noch das One-Hand-Sword. Auch davon können wir wieder 2 ausrüsten. Genau. Gut, das waren die Royal Abyss Waffen und das Reonan Kaigas CS. Dann kommen die Royal Vanguard Waffen. Das ist im Endeffekt einfach das gleiche in Weiß, Blau, Gold. Also statt Schwarz-Rot-Gold ist es hier Blau-Weiß-Gold. Und dazu, ich würde sagen, müssen wir erstmal das andere Reonan-Set ausrüsten. Das ist jetzt der klassische Reonan, so wie man ihn auch als NPC kennenlernt, in seiner klassischen Montur. Genau. Und farblich eben entsprechend hier auch die Waffen etwas anders. Aber vom Design her das gleiche. Und die Effekte sind natürlich auch noch farblich ein bisschen angepasst. Und diese Waffen bekommt man jetzt nicht für Kaigas, sondern für Yellow Chips 2. Also das ist der Unterschied. Die Schwarz-Rot-Gold gibt es bei Kaigas. Weiß-Blau-Gold gibt es bei Material Tournament Yellow Chips, genau. Das heißt, die Designs kennen wir schon und im Endeffekt ist einfach farblich, wie gesagt, alles abgeändert und andere Effekt. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Ich finde es cool, dass sie sich bei Skins wirklich Mühe geben. Die sehen auch wirklich sehr clean aus. Also die ganz alten Flive-Texturen, da gibt es ja manchmal so Texturen, wo man sich denkt, wie kann eine Textur eigentlich verpixelt in einem Videospiel sein? Aber teilweise ist es so. Und die sehen schon sehr clean aus, die Waffen, muss man schon sagen. Also da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Ich finde, das Reonan CS-Set ist auch ziemlich cool. Ist einfach mal was anderes. Und ja, da haben sie auf jeden Fall mal
einen rausgehauen. Definitiv. Also wir haben Story-CS, kann man fast sagen, weil die Reonan ist ja eine große Story-Quest. Vielleicht hat sie sich der ein oder andere von euch schon mal durchgelesen. Und man erfährt da auch tatsächlich am meisten über das Spiel. Es ist die ausführlichste Questreihe im Spiel, die auch wirklich so ein bisschen was erklärt. Und ja, finde ich cool, dass man mal diesen Weg geht. Also auch wenn das CS jetzt an sich einfach nur eine Belohnung ist und nicht wirklich einen story-relevanten Aspekt oder so erfüllt, finde ich trotzdem cool, dass man diesen Weg gegangen ist. Dann haben wir hier noch die neuen Vedoq-Skins. Ach so, das ist jetzt, glaube ich... Haben wir die jetzt ausgerüstet? Ich glaube, wir müssen nochmal zurücksetzen hier am besten. Oh, jetzt bin ich nackt, das ist nicht gut. Schnell was anziehen. Nee, die Maske zeigt er mir nicht an aus irgendeinem Grund. Oh, no, Mann, ich habe sie deaktiviert. My bad. Habe ich nicht gesehen. Okay. Genau, dann die Hornhair. Naja, gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Diese Vedoq-Skins ist jetzt echt nicht so meins. Dann haben wir noch den abgeänderten Schamanenkopf von Wilds. Den abgeänderten, wenn er lädt. Oh oh. Oh, federt die Textur. Okay, das habe ich tatsächlich nicht. Ich muss mir jetzt einfach mal kurz was anziehen hier. Das ist ja gemeingefährlich. Okay, bei diesem Helm scheint tatsächlich die Textur zu fehlen. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe nicht alles durchprobiert, bevor ich hier angefangen habe. Okay, das ist interessant, aber es ist einfach der Pyramid Keepers Head. Den gibt es ja auch als normale Form. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir die Purple Skeleton General Wings, Dark Skeleton General Helmet, Red Siren. Das sind also schon Skins, die schon existieren, nur mit neuen, wie sagt man, neuen Farbschemen. Snow King Khan, den gab es, glaube ich, bisher nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Der sieht auf jeden Fall auch nice aus. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Dann haben wir den Red Crystal Demon Lord Cloak. Das ist quasi einfach der Asria Stormpeak Dungeon Boss Cloak in einer neuen Farbkombination, wie schon gesagt. Dann auch hier neue Farbkombination. Asmodan hat eine neue Farbkombination bekommen in Rot statt Schwarz. Für die persönlich sieht ehrlich gesagt auch deutlich besser aus als das Schwarze. Also ich finde, viele von den neuen Farbkombinationen sehen tatsächlich deutlich besser aus als die alten. Dann haben wir hier das Sword of Whisper in Ultimate. Das kommt dann nochmal in der Nicht-Ultimate-Variante. Wir gehen jetzt von unten nach oben durch, deswegen kommt jetzt erst Ultimate und dann die Nicht-Ultimate, aber ist ja egal, in welcher Reihenfolge wir es uns angucken. Dann Bow of Echoes Ultimate. Okay, hierfür müssen wir jetzt fast wieder... Ja, das ist so nervig, weil die Skins so riesig sind. Bräuchten wir eigentlich noch eine kleinere Rüstung. Also nochmal. Sword of Whisper. Jetzt sieht man es aber gleich deutlich besser, oder? Ja. Bow of Echoes. Jewel of Nightmare. Also diese Skins sollten den meisten bekannt vorkommen. Das sind einfach die Queen Antinous Skins. Hier halt in der neuen Variante, in der Ultimate-Variante. Oh, hier muss ich sagen, gefällt mir der Rubin sehr gut. Es sah gerade fast aus, als würde sich das Licht in dem... Ja, doch, sieht echt so aus. Wow. Wow. Wow, den Rubin haben sie echt gut hinbekommen. Da spiegelt sich das Licht, das ist ja heftig. Farblicher Effekt, weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, dass das so weiß leuchtet. Ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus, bin ich ehrlich. Wird aber wahrscheinlich gewollt sein. Ich finde, das passt noch nicht so wirklich. Schwarz-Gold-rote Waffen, die weiß leuchten, sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Genau. Dann haben wir noch die, das war jetzt die Big Axe, das ist die normale Axe. Das ist das Big Sword. Und das ist das One-Hand-Sword. Genau, und dann gibt es das Ganze nochmal in der normalen Variante. So habe ich das Ding hier auch hinter mir liegen. Sword of Whisper, dann Bow of Echoes. Also mir persönlich gefallen die Queen Antinous Skins sehr gut, weil ich finde, die haben ein sehr einzigartiges Farbschema. Das gibt es so kaum bei den Waffen in Flyleaf. Deswegen habe ich die immer sehr hoch gerankt und auch diese Blätter oder was das sein soll, diese Verzierungen fand ich auch immer sehr cool. Die Diamanten, die Edelsteine, die dran befestigt sind. Also ich war immer großer Fan von den Queen Antinous Waffen, weil sie relativ schlicht sind, aber durch ihre Farben, die auch wirklich gut zueinander passen, fand ich sie immer ganz cool. Und man hat sie auch kaum gesehen in Flyleaf PC, weil die waren so, ja, nicht die beliebtesten Waffen, sagen wir es mal so. Also die meisten Leute haben sie nicht unbedingt getragen, waren halt alles dreckige Hater, wie man so schön sagt. Kappe.
Genau, und dann auch das Sword of Mist. Dann sind wir die Waffen auch schon durch. Und dann gibt es noch einen weiteren Teil, und zwar die neuen PvP-Rüstungen. Das heißt, wir müssen jetzt hier das CS ausblenden. Kurz wieder in Nackedei-Mode. Eine Unterhose trage ich ja, das passt schon. Chill, YouTube, chill. Und diese Rüstungen kennt man jetzt tatsächlich auch schon aus FlyFPC. Und zwar sind das die man im schwebenden Schloss erhält. Also das sind die letzten Sets, die in FlyFPC released wurden, im schwebenden Schloss. Primordial Mana Infused hießen die da und jetzt heißen sie größtenteils einfach Primordial. Also sie haben das Mana Infused weggenommen von FlyFPC, aber ja, letztendlich sind es einfach die gleichen Rüstungen. Die kamen damals mit, ich weiß gar nicht mehr, war das V24? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welcher Version FlyFPC gerade überhaupt ist, ehrlich gesagt. Aber ja, das kam quasi kurz vor FlyF Universe, kam dieses Update für FlyFPC raus, wo diese Rüstungen released wurden. Genau. Ja, Maske müssen wir noch ausblenden. Die nimmt noch ein bisschen was weg. Ein paar von den Rüstungen haben mir damals nicht so gut gefallen. Ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gesehen und Geschmäcker entwickeln sich ja im Laufe der Zeit. Das war jetzt Psykeeper, jetzt sind wir bei Force Master. Das erste war Elementor. Ja, gefällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut. Also bisher noch nichts wirklich. Das ist jetzt Ringmaster. Ja, Ringmaster sieht so ein bisschen aus wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Street Fighter irgendwie, wie so ein Martial Arts Kämpfer. Dann haben wir hier Crack Shooter. Ja. Die sind halt sehr, ich weiß nicht, die sind sehr in dieses, so ähnlich wie das Kaigas CS, die sind so sehr wuchtig. Und ich finde, die haben irgendwie das nicht so ganz getroffen, die Klassen. Also Crack Shooter ist eine sehr flinke Klasse, bekannt dafür Full Dex oder Viel Dex, Bogen, Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Hitrate, Blockrate, Ausweichen. All diese Aspekte, die ja für einen klassischen Ranger, Windläufer, Kundschafter, wie auch immer, gelten. Und die haben dem hier einfach so eine fette, schwere Rüstung gegeben. Ist halt so ein bisschen seltsam. Aber ist halt auch mal was anderes. Muss einem gefallen, aber ja. Genau, dann Harlequin, finde ich, sieht am ehesten aus, als wäre er der Billposter hier. Der Billposter hätte eher der Harlequin sein können wahrscheinlich oder sollen. Und dann haben wir hier Slayer, auch wieder extrem wuchtig mit einem riesigen Helm obendrauf, mit so einer Dämonenfratze. Ja, auch sehr, sehr krass. Sieht aus wie so eine Rüstung von so einem General aus irgendeiner Urzeit, der sich da imposant ausrüsten wollte, damit seine Gegner Angst vor ihm haben, so ungefähr. Und das hier ist dann noch der Templar, also auch wieder was ganz anderes. Also die Designs von diesen Sets sind nicht einheitlich, überhaupt nicht einheitlich, aber das macht sie vielleicht auch ein bisschen einzigartiger, muss man sagen. Und genau, das sind die ganzen neuen Skins, beziehungsweise die Sachen hier oben sind tatsächlich richtige Items, also das sind die PvP-Waffen, deswegen sind wir jetzt nicht wirklich auf die Effekte eingegangen. Können wir hier beispielhaft am Sword of Mist gucken. Die geben zum Beispiel HP-Rate, STA, aber dann eben PvP-Schadensreduzierung, PvP-Schaden, PvP-Crit-Damage und genau, sind halt sehr PvP-lastig und bei den Sets ist es das gleiche. Man kann sie natürlich einerseits als Skins benutzen, wenn man jetzt nicht PvP spielt, aber wenn man sie tatsächlich benutzen wollen würde, dann halt eigentlich nur für PvP, denn sie geben PvP-Schadensreduzierung, Blockdurchdringung, Blocken, PvP-Schadensreduzierung, HP, Action Speed, Schaden, PvP-Schaden, Blocken. Also gibt keinen wirklichen Grund, die im PvE zu tragen. Und ja, skin-technisch oder halt rein optisch gesehen, ein sehr cooles Update grundsätzlich. Ich habe von den Skins jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nichts gesehen. Das liegt teilweise daran, dass natürlich auf dem FEC-Server die Sachen auch einfach gar nicht existieren. Also teilweise existieren sie wirklich gar nicht. Man kann sie gar nicht bekommen. Und teilweise ist es halt auch einfach noch zu früh dafür, weil die sich natürlich auch erstmal erarbeitet werden müssen. Die Skins, die schon verfügbar sind zumindest. Aber insgesamt also jetzt nur bezogen auf die Skins, ja, bevor ich hier dafür noch an Pranger gestellt werde. Achso, ich bin ja gerade auf CS ausgeblendet. Wie gesagt, ich finde, sie haben einen echt guten Job gemacht, rein auf die Skins bezogen. Da kann man sich jetzt einfach nicht beschweren. Und es gefällt mir grundsätzlich tatsächlich ziemlich gut. Und bei manchen Skins freue ich mich schon auch drauf hinzuarbeiten, die mir zu holen. Reonan Kaigas zum Beispiel, also das alte Kaigas CS-Set hatte ich ja zum Beispiel. Ich finde, das neue sieht auch wieder ziemlich cool aus. Der Cloak wird sicherlich einigen Leuten gefallen, der Reonan Cloak. Wenn wir ihn hier nochmal einblenden.
Ist halt auch so, wieder geht so in die Richtung von dem Master Cloak, also nicht ganz, ist schon ein bisschen was anderes, aber auch wieder so ein cooler, sehr breiter Umhang. Und ja, also ich denke mal, mit den Skins sind doch die meisten Leute eigentlich zufrieden. Also da gibt es jetzt wirklich wenig zu kritisieren. Was man vielleicht nochmal sagen muss, ist diese Effekte, ja, dieses Leuchten. Aber bei der Axt geht's eigentlich. Ja, so ein bisschen versetzt ist das Gefühl auch bei der Axt, also ein bisschen zu weit unten oder so. Wo war es ganz krass? Ja, beim Wand und beim Stuff merkt man es halt schon ziemlich, weil der Effekt ist halt einfach hier so, ja, müsste man halt so ein paar Pixel nach oben schieben oder so. Aber ich sag mal so, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Wenn das jetzt so bleibt, wäre es jetzt auch kein Weltuntergang. Kann man noch gucken, wie sich animiert ansieht. Ja, also wenn man sich bewegt, merkt man es dann eh nicht mehr so sehr. Es ist nur, wenn man still steht für einen Screenshot oder so, dann sieht es vielleicht unter Umständen mal ein bisschen blöd aus, aber nein, passt schon. Aber ja, das waren die ganzen neuen Skins bzw. Items aus dem neuen Update. Und ja, ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.